Eine kleine Geschichte der Wahrnehmung. Kolonfigur eines Offiziers in Paradeuniform. Diese Kolonfigur erzählt eine kleine Geschichte der Wahrnehmung. Sie zeigt einen europäischen Kolonialoffizier aus afrikanischer Sicht. Afrikanische Darstellungen von EuropäerInnen während der Kolonialherrschaft sind hierzulande äußerst selten. Die meisten Objekte zur Kolonialgeschichte in deutschen Museen zeigen die europäische Sicht auf die kolonisierten Gebiete und ihre BewohnerInnen. Im 19. und 20. Jahrhundert erreichte der Kolonialismus seinen Höhepunkt, als weite Teile der Welt unter direkter oder indirekter europäischer Herrschaft standen. Auch das Deutsche Kaiserreich eroberte und beherrschte zwischen 1884 und 1918 Gebiete in Afrika, Nordostchina und im Pazifik. Rassismus, Zwangsarbeit, Ausbeutung, Kriegsverbrechen und Völkermord waren Teil der Beziehungsgeschichte zwischen den deutschen KolonisatorInnen und den einheimischen Gesellschaften. In Zeitungen, die vom Leben in den Kolonien berichteten, auf Postkarten, aber auch über Konsumprodukte wie Kakao, verbreiteten die deutschen KolonisatorInnen vor allem ihre Wahrnehmung der eroberten Gebiete und der einheimischen Gesellschaften. Diese Bilder prägen die Erzählung der deutschen Kolonialgeschichte bis heute. Kolonfiguren erlauben eine Umkehr der Blickrichtung. Sie entstanden ab dem Ende des 19. Jahrhunderts und zeigen das Personal der Kolonialherrschaft aus afrikanischer oder ozeanischer Sicht. Die Kunstschaffenden interpretierten die Eigenheiten von Europäern, ihre Uniformen, Körperhaltungen oder Herrschaftsposen. Die Darstellungen können ironisch, satirisch oder auch freundlich gelesen werden. So erzählt die Kolonfigur nicht nur eine kleine Geschichte der Wahrnehmung, sondern auch von der Notwendigkeit, deutsche Kolonialgeschichte auch aus afrikanischer Perspektive in den Blick zu nehmen.